Die Tough Anglers Tour powered by Nippon Tackle. Wie letztes Jahr haben wir jetzt 2 sehr regenreiche Tage hinter uns. Das waren aber die Trainingstage und für den Wettbewerb stehen uns 2 relativ stabile und schöne Tage bevor. Wir sind guter Dinge, da auch einige Fische fangen zu können und starten dann auch gleich morgen los. Was sich geändert hat zum letzten Jahr sind die Regeln. Es gibt nun 4 Punkte zu holen. Einerseits halt für den größten und für die meisten Zander und zusätzlich für den größten Hecht und den größten Barsch. Ich möchte euch kurz Team Deutschland vorstellen von der Firma Nippon Tackle, Guido Hill und Joachim Steinhauer. Und das Team Österreich ist natürlich gleich geblieben, Hans-Peter Moser und meine Wenigkeit werden Österreich vertreten. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Tight Lines und Petri Heil für die nächsten beiden Tage. Haut ein paar schöne Fische raus, Jungs. Danke. Wir haben jetzt den ersten Spot ausgesucht, der noch relativ ufernah ist, also in einer Tiefe von 4, 5, 6 Metern, weil wir glauben, dass jetzt in der Früh vielleicht die Zander noch seichter stehen wie am Tag und werden da jetzt einmal unser Glück versuchen. Zu unserer Taktik, also wir haben nicht vor, dass wir jetzt einen Spot ewig lang fischen, sondern keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde, kommt kein Biss, einfach die nächste Stelle aufsuchen und aktive Fische von Anfang an beangeln wollen. Ob uns das aufgeht, werden wir sehen. So, erster Zander der Tour. Geil. Setzen wir kurz einen Wegpunkt, dass wir wissen, wo es war. Das ist der Fisch auf Flash Jane Luminova. 10 Gramm Kopf. Noch kurz messen und dann wieder zurück. Genau 40. Und wieder zurück. Petri, du Danke. geile Sau! Mein Name ist Guido Hill. Ich angel gemeinsam mit Yogi für das Team Nippon Tackle. Ganz kurz zu Nippon Tackle vielleicht. Das ist ein Distributor für JDM Tackle in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Und wir treten gemeinsam das erste Mal hier an, haben dementsprechend relativ geringe Erwartungen an uns selbst. Wir können eigentlich nichts verlieren. Wir waren beide noch nicht hier. Das Gewässer ist nicht ganz klein mit über 3000 Hektar. Und dementsprechend haben wir jetzt in den ersten beiden Tagen versucht, möglichst viele Stellen irgendwie zu finden. Das hat auch schon ganz gut geklappt. Auch Fische haben schon gebissen. Ansonsten denke ich mal für die nächsten 2 Tage, dass wir viel probieren müssen. Zander sind sowieso immer sehr, sehr launisch und da werden dann hoffentlich auch unsere Produkte uns vielleicht den entscheidenden Erfolg geben, um vielleicht auch am Ende als Gewinner hier rauszugehen. Das wäre natürlich super. Aber ich denke mal, dass wir mit den beiden anderen auch ein starkes Team uns gegenüber haben. Und dann möge einfach der Bessere gewinnen. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Glück und die Außenseiter können gewinnen. Ja, ich greife jetzt kurz in die Barschbox und suche mir dann einen kleineren Twitchbait, mit dem ich eventuell sagen wir, gleichermaßen auf Barsch und auf Hecht angeln kann. Wir haben da jetzt im Uferbereich kleine Fische auseinanderspritzen sehen, da hat es ein bisschen geraubt. Und ich glaube, dass dieser Köder sowohl für Barsch als auch für Hecht funktionieren könnte. Man muss jetzt nicht immer so große Köder auf Hecht fischen, wenn die sich auf kleine Beute eingeschossen haben. Wichtig ist nur, dass man darauf achten sollte, dass die Drillinge etwas stärker sind, wenn wir da mit Hechten rechnen.
Natürlich habe ich bei meinem Barsch-Setup auch eine Stahlspitze dran. Das ist alles geknotet. 28er Fluorcarbon, ein Stück sehr dünnes Flexonit, kleiner Snap. Und dann schauen wir, ob sich da vielleicht irgendwas überreden lässt. Ja, der ist gut. Der ist gut. Letzter Wurf, hast du das gehört? Ich glaube, dass es ein Hecht ist. Ein kleiner Hecht. Ja, ja, freilich. Ein 40er Hecht. Yep. So, kurzer Längencheck. 39. Ich glaube, das sieht man so auch, dass der 39 hat. Der kleine Kerl. Ja, schöner. Kische. Ja, ist nicht schon drauf, oder? Da wird hoffentlich noch was kommen. 45, na gut, Augen für dich. So, da ist er, das gute Stück. Wachs und komm wieder. Wir haben jetzt schon 2 Trainingstage hinter uns. Es war relativ schwer, am Fisch zu fangen. Es hat mich auch von den Bedingungen sehr erinnert an letztes Jahr. Viel Wind, viel Regen, es war kalt. Wir sind mit den Gummistiefeln nochmal angelaufen. Jetzt gerade hat es aufgerissen. Es soll ja die nächsten Tage soll das Wetter immer schöner werden, soll immer besser werden. Wir hoffen auch, wenn das Wetter dann stabiler wird, dass die Fische aktiver werden. Ja, wichtig ist einmal, dass wir ein paar gemütliche Tage verbringen. Der Wettkampf ist natürlich interessant, aber soll nicht im Vordergrund stehen. Unsere deutschen Freunde sind super lustig drauf. Wir haben uns schon bestens unterhalten, auch die Abende sind lustig mit ihnen. Ja, ich hoffe einfach, dass wir alle 4 einen guten Job machen, dass wir das gut hinbringen und wie gesagt, Spaß haben dabei und Fische fangen. Fertig. Warte. Okay. Alter Vater. Ja, egal, zählt auch. Zählt auch. Entschneidert, Yogi. Jawohl. Ich geile Sau. 34. Boah, Maschine. Ja, haben wir jetzt zurück. Mein Name ist Joachim Steinhauer. Ich bin jetzt dieses Jahr zum ersten Mal hier zusammen mit meinem Teamkollege Guido Hill. Wir fischen jetzt also zum ersten Mal die Tough Anglers Tour 2016. Ich bin mal gespannt, was hier am Liebner Stausee so geht. Die ersten 2 Trainingstage waren schon ganz vielversprechend, haben ein paar Fische gefangen gehabt. Leider das Wetter bisher noch nicht so richtig mitgespielt gehabt, viel Regen, viel Wind. Aber für die nächsten Tage sind die Aussichten deutlich besser und ich freue mich auf ein paar coole Tage. Es ist, glaube ich, ein großer Hecht. Natürlich kein Steuer auf dem. Guter Zander. Jawohl, Alter. Geiler Scheiß. Richtig geil. Ja, Der hat die 60 gekriegt. ja, endlich. Endlich ein Champion. 62, 63. Nein, 63. dann 63. Fettes Petri. Danke dir. Geiles Teil. Unglaublich gut. Ja, aber. So, jetzt darf er wieder schwimmen, der Kollege. Ich bin froh, dass wir die Tough Anglers Tour heuer auch wieder auf die Beine haben stellen können. Ich habe diesmal ein anderes Team aus Deutschland eingeladen, 2 junge Burschen, und wir haben uns extra einen Abschnitt des Lipno gesucht. Das ist im mittleren Bereich des Stausees, wo wir voriges Jahr eben nicht gedreht haben, beziehungsweise wo auch Hans-Peter und ich
sehr wenig unterwegs waren bisher. Wir hoffen uns natürlich, dass wir auch hier einige schöne Fische fangen. Und gerade bei den beiden Deutschen, da haben wir an den Trainingstagen schon gemerkt, die sind technisch sehr gut ausgerüstet und natürlich auch in Sachen Angeln und Gespür eine Klasse für sich. Also da haben wir sicher starke Gegner heuer. Ja, ich freue mich jetzt auf 2 Tage bei schönem Wetter zu drehen und bin froh, wenn jeder ein paar schöne Fische fängt und wir auch für die Zuseher dann ein paar schöne Bilder am Ende zusammenkriegen. So, wo ist sein Spot? Sauber. Einer mehr in der Watte. Gleicher Köder wie vorhin. Wieder Flash J Luminova. Diesmal am Bottom Knocker, weil ich jetzt ein paar Abrisse hatte. Und wir nur ein Päckchen von der Farbe mit haben, weil die ganz neu sind. Und dann lieber mit dem Bottom Knocker, Offset-Haken, nicht so viele Hänger. Und Fisch ist trotzdem hängen geblieben. Jetzt messen wir den erstmal. Jawohl. Na gut, wir rufen jetzt die deutschen Kollegen zum ersten Mal an. Wir haben Tagesmitte von Tag 1 und ich werde jetzt mal den Guido probieren anzurufen. Hallo Guido, der Andreas spricht. Na? Servus. Du, Tagesmitte, Tag 1. Wie sieht's aus bei euch? Eigentlich ganz gut für den ersten Tag und neues Gewässer. Wir haben jetzt 3 Zander. Der größte Okay. hat 49 cm aktuell, das war der letzte. Und sonst noch ein Hechtfehlbiss, das war's, aber für die Zeit sind wir sehr zufrieden. Bei euch? Okay, alles klar. Du, wir haben auch 3 Fische, allerdings einen Hecht mit 39 Ja, cm und Ja. 2 Zander, wobei der größere 63 hat. Da müssen wir mal gucken. Der war richtig schön, der ist sogar in die Bremse gegangen, also guter Fisch. Das hieße aktuell quasi, Barschpunkt gibt es Ja. keinen. Ihr habt den Mengenzanderpunkt und wir haben den Größenzanderpunkt und wir haben den Hechtzanderpunkt, den Hechtzanderpunkt, das ist auch ein guter Punkt. Genau. Den Hechtpunkt, das heißt 2-1 2-1 im Austria. Moment. Ja, Ja, aber ich glaube, da im Moment die Fische ganz gut beißen, zumindest bei uns. Also ich habe vor 5 Minuten, Ja, glaube ich, den wir letzten auch vor gefangen. 10. Ja, vor 10 Minuten, genau. Da wir eine Beißphase haben, wird wahrscheinlich in einer Viertelstunde schon Wir wieder hoffen alles es. anders aussehen. 2-2. Genau. Ja, ihr müsst den Barsch mal rausholen Ja, wir oder gucken, was wir auch fahren gleich immer. nochmal einen Hechtspot. Und Barsch könnte auch funktionieren. Wir schauen einfach mal. Gut. Aber wir Alles nutzen klar. jetzt auf jeden Fall die Zeit. Perfekt, dann ja, Petri noch und wir hören uns dann Ebenso, oder sehen uns Petri. später. Wir melden uns sonst. Gut. Gut, Tschüss. bis dann, danke, ciao. Und? Gar nicht schlecht. Okay. Wie gesagt, sie haben die meisten Zander, weil es Okay. 3 haben. 3 Zander. Ja. Stark. Die Burschen sind stark. Die sind stark. Ja. Sehr stark. Fisch, Ja, wieder ein guter. gibt Ja, da. ja. Das ist der Platz. Yes. Sehr gut. Ah, Ich häng. Okay, das war jetzt gemein. Ja. 44. Ja, ich bleib bei Weiß. Weiß Glitzer. Ja, Fisch. Das ist aber Barsch, glaube ich. Sehr gut. Das müsste der Barsch sein. Bah, Zander Ja, aber Zander. kleiner. Jetzt habe ich schon gedacht, der Riesenbarsch. Okay, das ist Yes! ja. Hast du ihn aufgetan, oder? In Caputo. Ich würde sagen 48. Ja. Sag einmal noch. Ist okay? Jawohl. Sehr gut. Ich schreibe sogar für dich, schau.
Also wir sind jetzt hier gerade eine neue Stelle angefahren, die wir gestern auf dem Livescan entdeckt haben. Das ist eine gewisse Struktur unter Wasser. Vermutlich sind es alte Häuser, die versunken sind, als der See aufgestaut wurde. Und ich erhoffe mir jetzt hier mit so einem kleinen Crankbait, das ist ein Zip-Baits B-Switcher 4.0 nennt sich der, über der Struktur im Prinzip ein paar Barsche oder vielleicht auch ein Hecht fangen zu können. Schauen wir mal, ob was geht. Ich glaube, ich habe Fisch. Oh ja, hab Fisch. Oh, der ist gar nicht schlecht. Oh ja. Geil. Das ist ein guter Barsch. Ja, oder so. Warte. So, also der Plan mit dem Crankbait die Barsche über dem Spot abzugreifen hat super funktioniert. Gleich beim dritten Wurf ist mir dieser schöne Klabautermann hier drauf. Müssen wir gleich mal messen. Der kommt in die Wertung, würde ich sagen. Ja. 33, ja? Ja, 33 cm können wir eintragen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Eigentlich kommen sie immer, wenn wir versetzt haben. Auf jedem Spot Kurz ein danach. Fisch, bis auf im Tiefen der Spot. Der letzte hat keinen gebracht. Ab einer gewissen Distanz, glaube ich, ich kann sofort rausziehen, weil da kommt eh nichts mehr. Aber irgendwann wieder kommen. Oben, ja. Pelagisch, sehr geil. Schöner! Jawohl. Ich hab's ja gewusst, dass da so einer kommt. Jetzt hat es vorfach gefetzt. 56. 56, den halte ich jetzt kurz ein bisschen ins Bild. Mein erster Bewerbszander pelagisch auf dem Max Fishing Zandersneck in der Farbe Barsch heißt die Farbe, glaube ich. Ja. Schöner Fisch. Wunderbar. Petri Heil! Nee, Zander. Hängt scheiße, glaube ich. Hab's. Sauber. Marc, Wegpunkt erstellt. Und wieder unterm Boot. Ja. Nächster Zander. Wieder mit dem Texas Rig gefangen. Wieder auf den TT Shed Slim in Blood Orange. Läuft auf jeden Fall die Montage mit dem Fisch. Mit dem Köder. 51. Gut. Sonst lasse ich ihn reinrutschen einfach. Ja, genau. Zack. Warte. Ja, Köder ist auch schon draußen. Das war Hier der Köder. Hab das von Yogi einfach mal nachgemacht und auch den gleichen Köder drauf gemacht. Glück gehabt, im Kescher ausgehakt. Ja, geile Sau, Mann! das ist der Fisch. Genau vom Boot richtig schön reingetockt. Wir fischen hier treibend mit ca. 1 km/h mit einem Driftsack raus auf einem Plateau und funktioniert ganz gut momentan. So, mach nochmal nass, genau. Einmal messen. Hinten passt. 61. Unser bester Fisch, ha? Ja. Darf er zurück. Oh. Ja, wir treiben schräg. Ist egal. Definitiv meinen persönlichen Endgegner von Apfel gefunden. Der verfordert mich. Lass doch gehen, manipuliert. Ein Apfel so groß wie eine Melone. War das Let Go, Let Grow, oder? Mhm. Fisch? Ja. Nächster Zetti. Check. Endlich wieder. Ja, aber eigentlich gute Durchschnittsgröße. Ja.
Ja, die Fische wollten jetzt irgendwie recht lang nicht, haben viel rumgetüftelt, Farbwechsel gehabt. Dann hat Yogi nochmal wieder auf Flash J Luminova gewechselt. Eben Fehlbiss gehabt, bzw. Aussteiger. Ich in dem Wurf auch einen Fehlbiss, als ich dann auch wieder auf die Farbe gewechselt habe. Und dann im selben Wurf noch den Fisch gefangen. So darf es jetzt nochmal weitergehen. Wird eine enge Kiste. Ja, wenn man es ganz genau nimmt, 51. So. Und zurück. Nein! Ausgestiegen. Ja, weiter.